Lange habe ich keinen deutschen Vlog mehr gemacht. Einfach daran, weil es mit Baby-Kleinkind nicht so ganz möglich war. Aber heute fahre ich nach Seoul und zwar muss ich in die Botschaft, um ein paar Sachen, Dokumente abzuholen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Es ist gerade kurz nach 7. Ich muss bis 11:30 Uhr da sein, weil das ist die Zeit, wo man Dokumente in der Botschaft abholen kann. Kann man ohne Termin machen. Also jederzeit einfach kommen und die Sachen abholen. Ich warte jetzt auf mein Taxi. Leider war bei uns jetzt keins in der Nähe, so muss ich ganze 10 Minuten warten. Von daher, ja, warten wir jetzt. Ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit bis zum Zug. Ich möchte mir noch einen Kaffee holen, weil ich habe noch nichts gefrühstückt. Und ich habe zwar ein Brötchen mit, aber nicht zu trinken. Dafür gehen wir jetzt in den Pyeongtae. Und ich suche nach warmen Getränken, die gibt es hier auch. Hier. Aber keinen warmen Kaffee. Beziehungsweise kein Latte, den ich sonst trinke. Ich glaube, die haben noch nicht richtig aufgestockt. Das wird das sein. Jetzt gehen wir zu der Plattform. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, das Mikro zu verbinden. Deswegen sorry, wenn der Sound nicht so gut ist. Aber jetzt geht's los. Leute, willkommen in Seoul. Ich hoffe, man hört mich jetzt ein bisschen besser. Ich habe ein Mikro dran gemacht. Das ist echt laut hier in der Station. Ich bin eine Stunde zu früh da. Mein Mann hat ein bisschen einen zu frühen Zug für mich heute gebucht. Hier einmal die Seoul Station. Wir gehen jetzt einfach mal in ein Café. Um so ein bisschen die Stunde zu überbrücken. Und ich erzähle euch mal, warum ich zur Botschaft muss heute. Falls ihr übrigens wissen wollt, wo es an der Seoul Station eine große Auswahl an Essen gibt, dann gibt es links vom Eingang eine Rolltreppe und wenn ihr da hochgeht, gibt es dort sehr viele Restaurants. Früher war hier mal ein Food Court, aber vor etwa 1 oder 2 Jahren, glaube ich, wurde das komplett neu renoviert und jetzt wurden hier einzelne Restaurants gemacht. Und ihr findet hier echt viele Sachen, gerade koreanisches Essen natürlich, aber ich glaube auch chinesisches und Thai. Es gibt aber auch Sushi. Hier gibt es auch ein Café.
Und falls ihr den Zugang zur U-Bahn sucht, rechts von dieser Rolltreppe ist ein Ausgang. Dann müsst ihr nur ein Stückchen weiter nach vorne laufen und dort befindet sich eine Rolltreppe runter zur U-Bahn. Auf der linken Seite vorne findet ihr übrigens noch ein paar weitere Restaurants. Also falls ihr jemals in Korea in die deutsche Botschaft müsst, ist es in diesem Gebäude. Da sind auch andere Botschaften drin, aber halt auch die deutsche Botschaft. Nur mal so zur Info. Ich habe mir jetzt eine Erdbeerlatte geholt. Ja, ich bin in einem Café, das direkt an den Gleisen ist. Also es kann sein, dass es ein bisschen lauter sein wird zwischendurch. Ich wollte hier hinkommen, weil auf den Bildern sah das nett aus. Und ich habe gedacht so, hey, ist ja cool. Hier kann man draußen sitzen, aber ich habe nicht so ganz darüber nachgedacht, dass das Café direkt an den Gleisen sein wird. Ja, warum bin ich heute eigentlich in Seoul, beziehungsweise warum fahre ich in die Botschaft heute? Letztes Jahr haben wir für unsere Tochter eine deutsche Geburtsurkunde beantragt. Sie ist halt in Korea geboren und man kann in Deutschland eine deutsche Geburtsurkunde nachbeantragen. Das haben wir letztes Jahr gemacht und jetzt ist sie gekommen. Das war eine ganz andere Geschichte. Da war so ein bisschen, ja, so ein Fehler von Seiten des Standesamtes in Deutschland ist passiert und das hat sich das Ganze so ein halbes Jahr verzögert. Auf jeden Fall ist das jetzt da und ich habe gesagt, bitte schicken Sie es zur Botschaft. Sie hätten es auch zu uns nach Hause schicken können, aber aufgrund diesen vorherigen Fehlers habe ich mir gedacht, so ist es sicherer, das in die Botschaft zu schicken, auch wenn ich dafür jetzt 2,5 Stunden fahren musste in eine Richtung und heute Nachmittag wieder zurückfahre. Die haben mir auch, Gott sei Dank, noch die ganzen Dokumente wieder zurückgeschickt mit den Übersetzungen und so weiter. Also, das Jahr habe ich auch schon mal den Pass unserer Tochter bei der Botschaft abgeholt. Das heißt, ich kenne den Prozess schon. Die haben nur eine halbe Stunde Zeit pro Tag, wo sie Dokumente ausgeben. Das heißt, man muss in der halben Stunde halt dahin kommen und dann ja im Zuge der Schlange. Das heißt, es gibt dann immer eine Schlange, first come, first serve. Dann geben sie euch halt die Dokumente einfach. Danach ist mein Plan eigentlich, mich mit einem Bekannten auf einen Kaffee zu treffen, kurz. Und danach für ein Mittagessen mit einer Freundin, die hier in Seoul lebt. Eigentlich kennen wir uns schon aus Deutschland. Also wir sind schon länger befreundet. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in Korea. Sie, ich glaube, so seit 4,5 Jahren. Ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen, letztes Jahr im Sommer. Schon lange her. Aber so ist das. Jeder geht seinem Leben nach, ne? Aber dann nutzt man halt solche kurzen Gelegenheiten manchmal, um sich zu treffen. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Seoul Station. Da seht ihr die Seoul Station. Ich bin jetzt hier. Und ich muss sagen, ich hasse diese Übergänge von der Seoul Station, um auf die andere Seite zu kommen. Es sind einfach so viele Straßen, die man überqueren muss. Da ist einmal eine Straße, wo nur Autos fahren, dann irgendwie 2 Straßen für Taxis, dann irgendwie 3 oder 4 Straßen, wo Bushaltestellen sind. Und dann nochmal auf der anderen Seite nochmal eine breite Straße für Autos. Und es dauert gefühlt mindestens 5 Minuten, wenn alles glatt läuft. Wenn da nicht gerade so viel Verkehr ist, bis ihr auf der anderen Straßenseite seid. Also das ist schon ein bisschen nervig, sage ich mal, mild gesagt. Wo ist der Eingang zur deutschen Botschaft? Hier, direkt hier, da seht ihr sogar den Bären. Und deutsche Botschaft. Tada! Ich gehe jetzt mal rein. Filmen darf ich natürlich drin nicht. Man darf auch gar kein Handy oder sowas mitnehmen. Man Dokumente abholt. Also, wir sehen uns gleich. Ich habe jetzt meine Unterlagen abgeholt.
Es war eine Riesenschlange. Ich habe gedacht, das dauert jetzt ewig. Aber es hat echt nur 20 Minuten gedauert, weil die meisten Leute ihr Visum abgeholt haben. Und das war nur so mal eben kurz den Pass abholen, während ich noch alle meine Unterlagen checken musste. Also ich glaube, bei mir hat es am längsten gedauert. Und warum ist das so kalt hier? Also ich habe mir schon gedacht, dass es kühler sein wird in Seoul als bei uns in Ulsan, aber es ist echt windig und kalt und ich habe nur ein T-Shirt an, aber mit dünner Jacke und ein bisschen kalt. Ich muss zwar nicht hier hin, aber ich wollte es euch mal kurz zeigen, weil ich ja auch zum ersten Mal vorbeilaufe. Hier gibt es so eine schöne, keine Ahnung, Statue und dann gibt es hier diesen Menschen. Ich hatte jetzt auf jeden Fall mein Kaffeetreffen mit meiner Bekannten. Die Stunde ist verflogen, wie ich weiß nicht was. Also wir haben uns so verquatscht. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zum Mittagessen mit meiner Freundin. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hin muss, weil ich war noch nicht hier in der Gegend. Es ist eigentlich direkt in der Nähe von der Seoul Station, weil ich echt nicht so viel Zeit habe. Ich habe nur so 1,5 Stunden jetzt, bis ich wieder zurück muss. Auf geht's! Irgendwie bin ich, glaube ich, falsch abgebogen. Hier in diesem großen Gebäude ist es wahrscheinlich. Weil ich bin irgendwie hinten. Aber ich muss, glaube ich, wieder zurück nach vorne. So ein Teil riecht ja auch ganz nice hier, ne? Muss ich ja so ein bisschen im Kreis herumlaufen. Ah, das hier. Hier geht's hin. B1. Also ja, wahrscheinlich eine Etage wieder runter. Nee, hier ist ein Parkplatz irgendwie. Oder? Ah, hier. Ja, aber wo ist der Eingang? Hier, Wheat and Meat. Achso, hier. Hier runter geht das wahrscheinlich. Hier ist... Ja, wir gehen nicht koreanisch essen. Aber Burger muss auch mal sein manchmal. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Hotel? Auf jeden Fall geht das hier hin. Es geht jetzt wieder zurück nach Hause. Mein Zug kommt in 10, 15 Minuten. Ich hatte eigentlich gedacht, euch noch ein bisschen was zu zeigen, aber ich glaube, ich gehe schon mal runter, weil wahrscheinlich steht der Zug schon am Gleis. Ich kann euch vielleicht ein bisschen hier den Weg zum Gleis zeigen. Und zwar, wenn ihr aus der Halle zu den Gleisen geht, gibt es hier noch so ein paar kleine, ja, so Essensläden, wo man so kleine Essenssachen holen kann. So als Beispiel hier so ein Kabbab, also so Reis in so einem Becher. Und hier gibt es auch sowas, so Kimbap, und auch so ganze Hähnchen. Was mir mein Mann erzählt hat, dass bis Corona war es eigentlich normal, dass Leute auch im Zug gegessen haben. Mittlerweile ist das nicht so üblich seit Corona, also ich sehe es sehr selten. Also ich finde es eigentlich ganz gut, weil dann riecht das nie so krass nach Essen im Zug. Aber manchmal sieht man trotzdem Leute noch essen. Jetzt übrigens runter zum Gleis. Wird wohl ein bisschen voll.
mich total fertig, weil ich schaffe es nicht, früh genug ins Bett zu gehen und unsere Tochter steht sehr, sehr früh auf. Ich weiß deswegen nicht, ob ich gleich noch weiter zu Hause filmen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist auf jeden Fall sehr viel wärmer in Ulsan als in Seoul. Fühlt sich so viel angenehmer an als der kalte Wind, der mich da weggeweht hat. An der Stelle werde ich mich jetzt wahrscheinlich verabschieden. Ich hoffe, ihr habt den Vlog so ein bisschen genossen und meine Fahrt nach Seoul. Und ich gehe mir jetzt ein Taxi suchen und fahre nach Hause, weil die Kleine braucht ihr Abendessen. Dann schläft sie hoffentlich auch schon in 2 Stunden und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei, zumindest für sie. Und für mich fängt dann so ein bisschen die Me-Time an. Kann ich auch mal ein bisschen entspannen. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Tschüss!